Er wurde nicht aus Barmherzigkeit gesandt, auch nicht um zu warnen. Wenn im Himmel ein Krieg beginnt, ist er der Erste, der gerufen wird. Denn es ist ein Punkt erreicht worden, von dem es kein Zurück mehr gibt. Wenn es unter den Engeln selbst eine Gestalt gibt, die mit Furcht genannt wird, dann nicht wegen ihrer Macht, sondern wegen der Endgültigkeit ihres Auftrags. Dies ist kein Märchen über Gut und Böse. Dies ist die letzte Linie zwischen Ordnung und Chaos. Und der Name des Wesens, das an dieser Linie steht, ist Michael. Schon sein Name ist eine Herausforderung. Mikael oder in seiner hebräischen Form Mikael bedeutet, wer ist wie Gott? Was wie eine Frage klingt, ist in Wahrheit eine Antwort. Es ist eine göttliche Verkündigung, die daran erinnert, dass kein geschaffenes Wesen Gott gleich sein kann. Deshalb steht Mikaels Name in direkter Konfrontation mit Hochmut und Auflehnung. Seine Existenz ist eine kosmische Warnung an jene, die die Grenze überschreiten. In den jüdischen Schriften wird Mikael als der Beschützer Israels und als Verteidiger der göttlichen Ordnung beschrieben. Im Buch Daniel wird er als der große Fürst bezeichnet und als eine himmlische Macht dargestellt, die sich für sein Volk erhebt. Hier ist Mikael nicht bloß eine metaphysische Figur, sondern ein Wesen, das unmittelbar mit Geschichte, Schicksal und Gemeinschaften verbunden ist. In Momenten der Krise greift er ein, er wartet nicht. In der christlichen Tradition verhärtet sich Mikaels Rolle noch weiter. In der Offenbarung des Johannes ist er der Erzengel, der den Krieg im Himmel anführt. Er führt die Heerscharen gegen die rebellische Macht, symbolisiert durch den Drachen, und stürzt sie hinab. Diese Erzählung positioniert Mikael nicht nur als Verteidiger, sondern als aktiven Kriegsherrn. Der entscheidende Punkt dabei ist, Mikael kämpft diesen Krieg nicht in eigenem Namen. Er ist die Vollzugsform des göttlichen Willens. In der islamischen Tradition begegnet uns Mikael oder Mikael mit einem anderen Gesicht. Im Koran wird er namentlich erwähnt und zu den Allah besonders nahestehenden Engeln gezählt. Hier jedoch ist Mikael nicht der Engel des Krieges, sondern der Engel des Gleichgewichts. Er wird mit Versorgung, Regen und der Ordnung der Natur in Verbindung gebracht. Das bedeutet nicht, dass er sanfter wäre. Vielmehr ist er an jene Systeme gebunden, die die Kontinuität der Existenz sichern. Chaos entsteht nicht nur durch Auflehnung, sondern auch durch den Verlust von Balance. Mikael ist eine der Kräfte, die diese Störung verhindern. Führt man diese drei Traditionen zusammen, ergibt sich eine gemeinsame Linie. Mikael ist der Wille, der die Ordnung bewahrt. Er ist kein tröstender Engel, er bietet keine zweiten Chancen. Er versucht nicht zu überzeugen. Eine Entscheidung ist gefallen und diese Entscheidung muss umgesetzt werden. Genau darin liegt der Grund, weshalb Mikael als furchteinflößend empfunden wird. Der menschliche Geist lebt leichter mit Ungewissheit als mit Endgültigkeit. Mikael jedoch verkörpert die Endgültigkeit. Wo er ist, gibt es keine Grauzonen. Deshalb wird sein Name in Exorzismusritualen angerufen. Deshalb beten Krieger zu ihm. Deshalb ist sein Erscheinen in dunklen Erzählungen ein Vorbote des Endes. Mikael ist nicht das sanfte Gesicht des Guten. Er ist die bewaffnete Form des Guten. Mikaels Geschichte gewinnt ihre Bedeutung in jenen Momenten, in denen die Ordnung bedroht ist. Was ihn von gewöhnlichen Engelüberlieferungen unterscheidet, ist nicht sein Erscheinen in Zeiten des Friedens, sondern in Momenten der Auflehnung. In den himmlischen Erzählungen wird der Name Mikael mit dem ersten großen Bruch verknüpft, der Rebellion im Himmel. Im Zentrum dieser Rebellion steht Luzifer, einst eines der erhabensten Wesen, mit Licht assoziiert, mit Wissen ausgestattet und von hohem Rang, weigert er sich, innerhalb der Grenzen des Geschaffenen zu bleiben.
Das Problem ist nicht bloß Ungehorsam, es ist der Anspruch auf Souveränität. Die Frage, warum soll ich nur dienen, erzeugt den ersten Riss, der die kosmische Ordnung erschüttert. Als die Rebellion beginnt, wird nicht erzählt, dass Gott selbst in den Krieg zieht. Stattdessen wird die Durchsetzung der Ordnung Mikael übertragen. Dieses Detail ist kein Zufall, denn Mikael repräsentiert die urteilende Dimension des göttlichen Willens. Er ist nicht die Entscheidung selbst, sondern deren Konsequenz. Er ist nicht die Ursache des Krieges, sondern dessen unvermeidliches Ergebnis. In der Offenbarung des Johannes kämpfen Mikael und seine Engel gegen die rebellische Macht, die als Drache symbolisiert wird. Auch wenn diese Darstellung häufig als symbolisch verstanden wird, ist ihre Botschaft eindeutig. Die himmlische Ordnung wurde nicht durch Argumente, sondern durch Kraft bewahrt. An diesem Punkt besiegt Mikael nicht nur Luzifer, er entzieht ihm vollständig Status, Legitimität und seinen Platz im Himmel. Der Sturz ist nicht nur physisch, sondern ontologisch. Luzifer ist nicht länger der Lichtträger, sondern der Gefallene. Ein weiterer Aspekt dieses Krieges ist von zentraler Bedeutung. Mikaels Macht ist nicht persönlich. Er handelt im Namen Gottes, tritt aber nicht an Gottes Stelle. Diese Unterscheidung verleiht seinem Charakter zusätzliche Härte, denn Mikael verteilt Barmherzigkeit nicht nach eigenem Ermessen. Seine Aufgabe ist die Vollstreckung. Deshalb wird in manchen Traditionen sogar sein Gesicht nur selten dargestellt. Er ist weniger eine Persönlichkeit als vielmehr eine Funktion. In der islamischen Tradition ist die Erzählung um Luzifer anders strukturiert. Iblis wird nicht als Engel, sondern als Dschinn beschrieben. Doch das von Mikael verkörperte Prinzip bleibt unverändert. Der Aufstand gegen die göttliche Ordnung ist inakzeptabel. Im Koran wird Mikael nicht unmittelbar mit Krieg in Verbindung gebracht. Seine Zuordnung zur Versorgung, Regen und der Ordnung der Natur deutet jedoch darauf hin, dass Rebellion nicht nur metaphysische, sondern kosmische Konsequenzen hat. Wenn die Ordnung zerbricht, gerät nicht nur die Moral, sondern das Gleichgewicht des Universums ins Wanken. An diesem Punkt wird Mikaels furchteinflößende Seite besonders deutlich. Er ist nicht lediglich ein Wesen, das gegen den Feind kämpft. Er ist die Macht, die die Konsequenzen verwaltet. Rebellion hat einen Preis und dieser Preis wird nicht aufgeschoben. Mikaels Erscheinen markiert den Moment, in dem Verhandlungen enden. Deshalb wird sein Name in vielen mystischen Traditionen als letztes Mittel angerufen. In einigen apokryphen Texten wird ausdrücklich betont, dass Mikael im Kampf nicht zögert. Während andere Engel sich zurückziehen oder abwarten, heißt es, dass Mikael unmittelbar zum Angriff übergeht. Diese Darstellungen schärfen sein Profil weiter. Mikael wartet nicht, wägt nicht ab, diskutiert nicht. Die Entscheidung ist gefallen und sie wird umgesetzt. Mit Luzifers Sturz endet Mikaels Rolle nicht. Im Gegenteil, dieser Krieg definiert seinen dauerhaften Auftrag. Er ist nicht nur der Held eines vergangenen Konflikts, sondern auch die Garantie dessen, was noch kommen wird. Das Böse ist nicht vollständig vernichtet worden, es ist lediglich begrenzt. Und an dieser Grenze steht Mikael. Deshalb wird in manchen Traditionen erzählt, dass Mikael Luzifer weiterhin beobachtet, seinen Einfluss einschränkt und ihm nicht erlaubt, eine bestimmte Linie zu überschreiten. Dass sich dunkle Mächte der Welt zuwenden können, wird damit erklärt, dass diese direkte Intervention noch nicht erfolgt ist. Doch dies ist eine Verzögerung, keine Aufhebung. Denn den Überlieferungen zufolge hat die letzte Schlacht noch nicht stattgefunden. Und wenn dieser Krieg beginnt, wird Mikael erneut der Erste sein, der handelt. Um furchteinflößend zu sein, muss ein Wesen nicht grausam sein. Manchmal entspringt die größte Furcht dem Unausweichlichen. Und Mikael ist das Unausweichliche selbst. Der Grund, warum Mikael
als furchteinflößend wahrgenommen wird, liegt nicht allein in seiner Rolle als Krieger. Wirklich beunruhigend ist vielmehr, dass er sich auch nach dem Ende des Kampfes nicht von der Bühne zurückzieht. Denn Mikail ist nicht nur ein Befehlshaber, der das Chaos niederwirft, er ist das Wesen, das über die Ordnung Buch führt. In den himmlischen Überlieferungen verschiebt ihn diese Rolle allmählich in eine andere Identität, die des Richters. In vielen jüdischen und christlichen Traditionen wird Mikail mit dem Schicksal der Seelen in Verbindung gebracht. Dabei handelt es sich nicht um die Rolle eines barmherzigen Engels. Mikail ist weder der Vergebende noch der Tröstende. Er ist der Wägende. Dass er in manchen Darstellungen eine Waage in der Hand hält, ist kein Zufall. Dieses Wagensymbol ist keine abstrakte Metapher für Gut und Böse, sondern das direkte Instrument der göttlichen Abrechnung. In Erzählungen, in denen das Schicksal der Seelen nach dem Tod bestimmt wird, taucht Mikails Name häufig auf. Diesen Überlieferungen zufolge werden die Handlungen, Absichten und Entscheidungen eines Menschen während seines Lebens gemessen. Dabei ist jedoch eine entscheidende Unterscheidung zu treffen. Mikail spricht kein Urteil, er vollstreckt es. Die Entscheidung gehört Gott. Das Ergebnis liegt in Mikails Hand. Gerade diese Trennung führt dazu, dass er als unbarmherzig wahrgenommen wird. Doch es geht nicht um das Fehlen von Barmherzigkeit, sondern um die Begrenzung von Zuständigkeit. In der islamischen Tradition wird dieser Aspekt Mikails zurückhaltender behandelt. Im Koran wird er nicht ausdrücklich als Engel des Gerichts bezeichnet, doch seine Verbindung zu Versorgung, Natur und Ordnung macht deutlich, dass sein Wirkungsbereich das Gleichgewicht zwischen Leben und Tod umfasst. Versorgung ist nicht nur materielle Nahrung, sondern die Kontinuität der Existenz selbst. Dadurch wird Mikail indirekt in den Mechanismus des Schicksals eingebettet. In einigen islamischen Auslegungen heißt es, Mikails Gesicht sei stets von Traurigkeit geprägt. Der Grund dafür sei, dass er Zeuge der Fehler der Menschheit ist. Diese Darstellung zeigt ihn weniger als grausame Gestalt, denn als ein Wesen, das eine schwere Last trägt. Diese Last jedoch mildert die Entscheidungen nicht. Im Gegenteil, sie erhöht das Gewicht seiner Aufgabe. In der westlichen Tradition ist Mikails Rolle als Richter deutlich härter ausgeprägt. In der mittelalterlichen Ikonographie erscheint er als eine Gestalt, die sich den Seelen entgegenstellt, die in die Hölle gezogen werden und mit Dämonen um die Seelen ringt. Hier tritt das Element der Furcht offen zutage. Mikails Präsenz symbolisiert einen Moment ohne Wiederkehr. Für die Seele, die vor ihm steht, ist die Zeit abgelaufen. An diesem Punkt wird der Unterschied zwischen Mikail und den anderen Engeln deutlich. Gabriel bringt Botschaften, Raphael heilt, Uriel schenkt Weisheit. Mikail hingegen bringt das Ergebnis. Deshalb wird sein Name vor allem in Krisenmomenten angerufen, in Exorzismusritualen, in Gebeten, die der Finsternis entgegentreten, oder in Erzählungen der letzten Abrechnung ruft man Mikail. Denn sein Erscheinen markiert den Abschluss eines Prozesses. Einige apokryphe Texte treiben Mikails Kampf um die Seelen noch weiter. In diesen Erzählungen versuchen Dämonen, die Seelen vom Weg abzubringen, noch bevor sie die Waage erreichen. Mikail jedoch soll diese Versuche mit Gewalt verhindern. Das zeigt, dass er keine passive Richterfigur ist, sondern ein aktiver Hüter des Gleichgewichts. Doch hier liegt eine unbequeme Wahrheit. Mikails Gerechtigkeit ist nicht menschenzentriert. Er stellt weder menschliches Leid noch Reue in den Mittelpunkt. Im Zentrum steht die göttliche Ordnung. Aus moderner Perspektive macht ihn das zu einer kalten und distanzierten Gestalt. In der antiken Welt jedoch bedeutete diese Kälte Verlässlichkeit, denn sie ist nicht willkürlich, sie ist nicht vertraut, sie ist unveränderlich. Gerade diese Unveränderlichkeit macht Mikail furchteinflößend.
Ihn anzuflehen führt nicht immer zu einem Ergebnis. Ihn zu überzeugen ist unmöglich. In vielen Erzählungen haben diejenigen, die Mikael gegenüberstehen, eines gemeinsam: Sie halten sich für im Recht. Luzifer tat es ebenfalls. Doch auf Mikaels Waage wiegen nicht die Absichten, sondern die Wahrheit. Deshalb wird Mikael nicht nur für dunkle Wesen, sondern auch im Unterbewusstsein der Menschen zu einer Figur der Angst. Denn das, was er verkörpert, ist weit beunruhigender als äußere Feinde: die Pflicht zur Rechenschaft. Wenn der Kampf endet, wird das Schwert in die Scheide gelegt, doch die Waage verschwindet niemals. Und Mikael bleibt an der Seite dieser Waage stehen. In der jüdischen Tradition wird Mikael als der große Fürst Israels bezeichnet. Dieser Titel geht weit über eine rein symbolische Schutzfunktion hinaus. Im Buch Daniel erscheint Mikael als ein göttlicher Wächter, der sein Volk verteidigt und es vor unsichtbaren Bedrohungen schützt. Der zentrale Punkt dabei ist folgender: Mikael schützt nicht einfach eine Gemeinschaft an sich, sondern das, was mit dem göttlichen Plan in Einklang steht. Schutz ist kein automatisches Privileg, sondern die Folge von Übereinstimmung mit der Ordnung. Dieses Verständnis verortet Mikael im Hintergrund historischer Ereignisse. Nach manchen Auslegungen lassen sich große Kriege, der Aufstieg und der Fall von Imperien nicht allein durch politische oder wirtschaftliche Ursachen erklären. In diesen Erzählungen erscheint Mikael als ein ausgleichendes Element, das eingreift, wenn das Chaos eine Grenze überschreitet. Er tritt nicht offen auf die Bühne der Geschichte, übt jedoch hinter den Kulissen Druck auf jene Kräfte aus, die das Gleichgewicht überdehnen. Im christlichen Denken des Mittelalters gewinnt diese Vorstellung weiter an Gewicht. Mikael wird als Beschützer christlicher Reiche dargestellt. Vor Schlachten wird sein Name in Gebeten angerufen. Bevor Heere in den Krieg ziehen, bittet man Mikael um Beistand. Dieser Beistand ist jedoch kein Versprechen des sicheren Sieges. Vielmehr impliziert er die Frage nach der Rechtmäßigkeit des Krieges selbst. Mikaels Unterstützung gilt nur jenen Auseinandersetzungen, die als mit der göttlichen Ordnung vereinbar angesehen werden. In der islamischen Tradition ist dieses Konzept indirekter ausgeprägt. Mikael wird nicht als Engel des Krieges definiert. Seine Verbindung mit Naturereignissen, Versorgung und Regen verknüpft ihn jedoch mit dem Überlebensgleichgewicht von Gesellschaften. Dürre, Überfluss, Ordnung und Knappheit gelten hier nicht nur als natürliche Prozesse, sondern auch als moralisch deutbare Konsequenzen. In diesem Zusammenhang wird Mikael zu einer Figur, die den Folgen kollektiven menschlichen Handelns beiwohnt. In einigen islamischen Überlieferungen heißt es, Mikael weine über das Unrecht, das die Menschen begehen. In diesen Darstellungen ist er nicht der Verursacher von Katastrophen, sondern der Zeuge ihrer Ursachen. Diese Zeugenschaft ist jedoch nicht passiv. Wenn die Ordnung zerbricht, werden die Konsequenzen unausweichlich. Mikael ist Teil des Mechanismus, der diese Konsequenzen wirksam werden lässt. An diesem Punkt erhält Mikaels Furchteinflößung eine weitere Dimension. Er repräsentiert nicht individuelle Schuld, sondern kollektive Verantwortung. Wenn eine Gesellschaft zusammenbricht, ist dies nicht allein der Erfolg äußerer Feinde. Es ist das Resultat einer Abweichung vom göttlichen Gleichgewicht. Mikael wird mit jener Kraft identifiziert, die den Preis dieser Abweichung vollzieht. In manchen apokryphen Texten wird Mikael sogar mit den Seelen der Nationen in Verbindung gebracht. Hier erscheint die Vorstellung, dass Gesellschaften, ähnlich wie Individuen, ein eigenes moralisches Gewicht besitzen. Nimmt dieses Gewicht zu oder gerät das Gleichgewicht aus den Fugen, kommt es zu Erschütterungen auf der Bühne der Geschichte. Mikael wird als die korrigierende Kraft hinter diesen Erschütterungen verstanden. Diese Perspektive macht ihn selbst in der modernen Welt zu einer verstörenden Figur.
denn seine Existenz erschwert es, Katastrophen als bloßen Zufall zu betrachten. Kriege, Zusammenbrüche und Krisen erscheinen da nicht nur als technische oder politische Fehlleistungen, sondern als mögliche Zeichen eines tiefer liegenden Ordnungsbruchs. Mikael ist nicht der stille Zeuge dieses Bruchs, sondern dessen Konsequenz. Dabei ist eine entscheidende Differenz zu beachten. Mikael ist nicht die Zerstörung selbst. Er initiiert sie nicht. Zerstörung entsteht durch den Verlust des Gleichgewichts. Mikael tritt erst an dem Punkt hervor, an dem diese Störung nicht mehr rückgängig zu machen ist. Deshalb ist sein Erscheinen in vielen Erzählungen das Zeichen einer bereits getroffenen Entscheidung. So wird er zu einer Gestalt zwischen Hoffnung und Furcht. Für jene, die innerhalb der Ordnung bleiben, ist Mikael ein Schild. Für jene, die sie brechen, ist er die unvermeidliche Konfrontation. Und im Lauf der Geschichte haben die Menschen beim Klang seines Namens stets eines erinnert: Keine Macht kann sich auf Dauer gegen das göttliche Gleichgewicht behaupten. Der Grund, warum Mikael gefürchtet wird, liegt nicht allein in seiner Macht. Die eigentliche Furcht entspringt seiner Unausweichlichkeit. Wenn er erscheint, ist die Diskussion bereits beendet. Es gibt kein Verhandeln, keine Umkehr, denn Mikael tritt nicht im Moment der Entscheidung auf, sondern erst, nachdem die Entscheidung gefallen ist. Viele göttliche Gestalten bringen den Menschen Barmherzigkeit, Hoffnung oder Trost. Mikael gehört nicht dazu. Er steht für die Nachhaltigkeit der Ordnung. Und Ordnung ist nicht immer sanft. Ordnung zerstört manchmal, sie schneidet, sie bringt zum Schweigen. Mikael ist das Sinnbild dieses Schweigens. Deshalb wird er oft als furchteinflößender empfunden als selbst die Dämonen. Denn der Teufel verführt, er überzeugt, er lenkt ab. Mikael hingegen überzeugt nicht. Er bringt das Ergebnis. Der Teufel will, dass man einen Fehler begeht. Mikael erinnert an den Preis dieses Fehlers. Der Sturz Luzifers ist das klarste Beispiel für diesen Unterschied. Luzifer war ein Rebell. Er war überzeugend, charismatisch. Er sammelte Anhänger um sich. Er bot eine Erzählung an. Er sagte, es geht besser. Mikael hingegen bot keine Erzählung. Er gab keine Erklärung. Er handelte, denn die Ordnung war bedroht und diese Bedrohung war nicht vergebbar. Deshalb ist Mikaels Schwert symbolisch. Dieses Schwert steht nicht für Zorn, sondern für die Grenze. Wann immer eine Macht ihre Grenzen überschreitet, wann immer ein Wesen sich selbst ins Zentrum stellt, wird Mikael zur Figur, die diese Grenze in Erinnerung ruft, ob im Himmel oder auf Erden. Das Prinzip bleibt dasselbe. In der deutschen und allgemein europäischen christlichen Tradition wird gerade dieser Aspekt Mikaels besonders hervorgehoben. Er ist kein romantisierter Held. In der kirchlichen Ikonographie erscheint er meist ernst, kühl und distanziert, denn er ist nicht mit Liebe, sondern mit Autorität verbunden. Dass viele alte Kirchen in Deutschland dem heiligen Michael geweiht sind, ist kein Zufall. Im Mittelalter war Mikael die Gestalt, zu der man betete, damit die Ordnung nicht zerfiel. In der islamischen Tradition ist diese Strenge leiser, aber nicht weniger wirksam. Mikael schreit nicht, er kämpft nicht sichtbar, doch die Konsequenzen sind unausweichlich. Wenn die Versorgung versiegt, wenn das Gleichgewicht kippt, wenn die Natur sich gegen den Menschen wendet, dann ist dies nicht nur ein physisches Ereignis. Es ist der Ausdruck einer moralischen Störung. Mikael gleicht hier einem Warnschild. Wer die Warnung ignoriert, erlebt die Folgen. In den jüdischen Texten tritt Mikaels Verbindung zum Gericht noch deutlicher hervor. Er spricht nicht im Namen Gottes, aber er vollstreckt in Gottes Namen. Genau das macht ihn furchteinflößend, denn seine Existenz erinnert daran, dass Gerechtigkeit keine abstrakte Idee ist. Gerechtigkeit wird irgendwann umgesetzt. Ein weiterer Grund für die Furcht vor Mikael ist dieser: Er ergreift keine Partei.
Er handelt entlang der Grenze zwischen Gut und Böse, doch diese Grenze verläuft nicht dort, wo Menschen sich selbst verorten. Eine Gesellschaft kann sich für gerecht halten. Ein Individuum kann glauben, gute Absichten zu haben. Doch die Waage der Ordnung funktioniert anders. Mikael ist das Gewicht dieser Waage. Deshalb gibt es in vielen Überlieferungen jene, die sich davor fürchten, Mikael gegenüberzutreten. Denn er sieht keine Masken, er hört keine Ausreden, er wägt keine Absichtserklärungen ab. Er beurteilt allein das Ergebnis. Und genau das ist für den modernen Menschen verstörend, denn der moderne Geist möchte, dass alles erklärbar, verhandelbar und aufschiebbar ist. Mikael aber schiebt nichts auf. Wenn er kommt, ist der Prozess abgeschlossen. Deshalb heißt es, dass bei der Nennung seines Namens nicht nur Dämonen, sondern auch Menschen erzittern. Doch hier besteht ein letztes Gleichgewicht. Mikael ist furchteinflößend, weil er gerecht ist. Und Gerechtigkeit steht vor der Barmherzigkeit. Wenn Ordnung niemals geschützt wird, verliert auch Barmherzigkeit ihren Sinn. Mikael ist die Verkörperung dieser harten Wahrheit. Er ist das Schwert des Himmels. Doch ein Schwert wird nicht willkürlich geführt. Und vielleicht lautet die eigentliche Frage, müssen wir Mikael fürchten? Oder das, was sein Erscheinen notwendig macht?